Wir sehen heute ein Keramikgefäß aus der Zeit der Himmelsscheibe, aus der Aunitzer Kultur. Es kommt aus einem Grab bei Oberwünsch, das im Zuge der ICE-Trasse im Süden Sachsen-Anhalts ausgegraben wurde. Und dieses Gefäß lag in einem Frauengrab, einem Hockergrab wahrscheinlich einer Frau. Und das war sozusagen vorm Brustkasten, vorm Bauch gelegen. Und es ist ein ganz wunderschönes, kleines Gefäß mit einer herrlichen Punktverzierung. Und das schwarz polierte Gefäß, was typisch ist für die Aunitzer Kultur, diese Politur, nicht das Gefäß, denn das Gefäß ist sehr ungewöhnlich. Das ist mit einer weißen Inkrustation verziert. Es handelt sich nicht um Kalk. Wir haben bislang die Bestandteile der Inkrustation analytisch noch nicht nachgewiesen. Das Gefäß war verschlossen mit einem Deckel, und zwar mit einem Kappendeckel, der perfekt passt und so locker ist, dass man im Grunde noch ein Tüchchen darüber spannen könnte, was bei dem Inhalt ganz sinnvoll wäre. Auch der Kappendeckel ist ganz ungewöhnlich und das Gefäß ist also ungewöhnlich ästhetisch, wie ich finde. Aber man sieht schon, dass das Gefäß sehr klein ist und dass das Gefäß für den Kochtopf oder für die Speisebeigabe eigentlich nicht geeignet ist. Und dann haben wir eine Analyse gemacht, und zwar eine Analyse des Inhaltes, dort, wo man sie am besten und am meisten macht, am inneren Rand. Und dazu bohrt man mit einem Zahnarztbohrer etwas Keramik heraus, fängt die auf und gibt ihr dann in ein geeignetes Labor, in diesem Fall zu den Kollegen nach Barcelona. Und die machen eine Residienanalyse, das heißt, die analysieren die organischen Bestandteile in der Keramik, die sich dort niedergeschlagen haben. Sie kennen das, wenn Sie Milch am Topf stehen lassen oder etwas Ähnliches, dann gibt es häufig so einen Niederschlag von organischem Material, das zieht in die Keramik ein, und das ist gegebenenfalls bei guter Haltung, und das ist in Mitteldeutschland gegeben, nach Jahrtausenden noch nachweisbar. Und so war es auch in diesem Fall. In diesem Fall konnten wir nachweisen, dass in diesem Gefäß Schweinefett war, und zwar in ziemlich reiner Form. Und Schweinefett benutzt man ja heute noch für beispielsweise Ringelblumensalbe. Da habe ich bei meiner Oma öfters zugesehen, wie die solche Salbe machte. Da schmilzt man dieses Schweineschmalz, man klärt es, man nimmt das reine Fett und kocht damit ganz langsam und nicht zu heiß Ringelblumenblüten auf. Das wiederum wird mehrfach wiederholt und dann gewinnt man Ringelblumensalbe, die antiseptisch ist und, wie ich selbst erfahren durfte und Sie vielleicht auch, ganz gut wirkt. Und dann können wir uns vorstellen, dass diese Frau eine kostbare, vielleicht sehr wohlriechende Salbe dabei hatte. Sie hatte auch noch 2 Nadeln dabei, die offenbar ein Stoffpaket zusammenhielten. Das lag etwa in Höhe ihrer Hüfte oder ihrer Beine. Und das Gefäß ist mit einem Omphalos versehen, hier unten, damit es gut steht. Also ein wirklich wunderbares Gefäß in dieser eigentlich relativ verzierungsarmen Gefäßkultur der Aunitzer Zeit. Ist es ein Unikat, das für die Frau wahrscheinlich individuell so wichtig war, dass man es mitgab. Beispiele solcher Gefäße mit Deckel kennen wir, wenn auch wenige Steilhalsgefäße. Ein solches Salbgefäß mit seiner fantastischen Verzierung kennen wir nur einmal, nämlich aus dem Grab von Oberwünsch. Dies zeigt, dass es wirklich wichtig ist, diese großen Baumaßnahmen zu beobachten, um auch solche Seltenheiten zu entdecken, die uns weit mehr Informationen geben, als normale Keramik das tut, indem man heute mit modernsten Methoden sogar die Inhaltsstoffe dieser Keramik analysieren kann. Wir stehen hier ganz am Anfang und ich gehe davon aus, dass wir in den vielen 1000 Gefäßen, die Sie auch hinter mir sehen, in den Magazinen des Landesmuseums, in
überschaubarer Zeit relativ einfach bestimmen können, was die Inhaltsstoffe waren und dass wir irgendwann auch eine Geschichte des vorgeschichtlichen Essens aufgrund der Reste in den Kochtöpfen, in den Salbtöpfen und in den Vorratsgefäßen schreiben können. Etwas, das natürlich von ungemeinem Interesse ist, um zu wissen, wie die menschliche Ernährung durch die Zeit gestaltet war und warum Menschen manchmal groß und klein werden und warum sie gesund und nicht so gesund sind. Auch dafür sind diese Forschungen spannend, aber wir sehen, es geht nicht nur um Essen, sondern es geht auch um Schönheit, es geht auch um glatte Haut und ich bin absolut überzeugt, dass die Ringelblumensalbe der Frühbronzezeit genauso glatte und gute Haut verursachte wie die ganz, ganz teuren Kosmetika, die wir in der Werbung sehen.